ja, dass irgendwo mal eine dunkle, parasitenähnliche Entität hier in diese Welt kam und von, ich sage mal, von Geistesenergie sich ernährt, ja, eine Art Verstandesparasiteneigenschaften aufgewiesen hat, weil sie selber eben nicht manifestieren können. Das können wir. Insofern sind wir diejenigen, die für diese Entitäten, die auch, ich sage mal, Archonten genannt werden, da gibt es verschiedene Worte für, die uns im Grunde genommen, ja, manipulieren. Hallo, ihr wundervollen Zuseher. Ich bin Jacqueline Le Saunier und ich habe heute einen wundervollen Gast hier zum Interview, Dieter Bröers. Er ist Biophysiker, Forscher, Autor von zahlreichen Büchern und ich finde, so persönlich gesprochen, er hat sehr viel in dieser Welt schon verändert, Menschen inspiriert und ich freue mich, dass wir heute ein Gespräch zusammen führen dürfen. Danke, dass du hier bist. Ich freue mich, Jacqueline. Danke. Schön. Ja, Dieter, ich möchte mit dir heute und vor allem mit den Zusehern in diesem Interview also mein Beweggrund ist, in andere Dimensionen vielleicht einzutauchen, ja, und auch in andere Blickwinkel einzutauchen, fernab von dem Alltagsbewusstsein und dieser Alltagsrealität, in der wir zu oft einfach wirklich gefangen und gefesselt sind. Mhm. Und da ist so meine Frage: Wir Menschen sind eben meistens in dieser Alltagsrealität gefangen, der Matrix, ja. Mhm. Und ich würde gerne mit dir jetzt so einen Blick aus dieser gebauten Matrix machen und auch schauen, wie können Menschen jetzt in dieser neuen Zeit ja auch ihre Probleme lösen, da wo sie gerade feststecken. Und ich fühle, das ist im Moment nicht möglich, wenn wir die Probleme innerhalb der Matrix versuchen zu lösen. Und da ist meine Frage an dich: Was ist in deiner Wahrnehmung die Matrix? Eine die Grundstruktur der Welt, an sich. Also, die Matrix sagt ja erstmal noch nichts Schlechtes. Es ist eine Struktur. Wir kennen diesen Begriff auch aus der Medizin. Der menschliche Körper entspricht auch in seiner Physiologie, in seiner Statik auch einer Matrix. Ist also ein Programm sozusagen. Aber das, was wir jetzt unter Matrix verstehen, speziell nach den 3, ich glaube, es waren 3 oder sogar 4 Filmen Matrix, mit Keanu Reeves und diesem ganzen Drumherum, ein Film, der die ganze Welt bewegt hat. Da ist natürlich das Programm mit gemeint, die sozusagen, die Matrix, die ein künstliches Selbst, ein künstliches Programm aufbauen, was abweicht von der Struktur der Blaupause, wäre ja auch ein Begriff für die Matrix, von der naturgemäßen Blaupause. Also das, was wir im Grunde genommen allgemein, das werden wir jetzt auch beibehalten in diesem Gespräch, als Matrix bezeichnen, ist eine von der naturgemäßen Vorgehensweise vorgedachten oder geplanten und organisierten Blaupause, eine erheblich abweichende Struktur, eine Struktur der Dogmen, der Ismen, ist sozusagen eine vereinbarte Realität, die künstliche Entitäten geschaffen haben. Warum sind wir darin so sehr gefangen? Oder will uns auch jemand darin gefangen halten? Ja, also nach vielen Überlegungen und Forschungen und Recherchen vor allen Dingen sieht es so aus, als ob das tatsächlich so ist, dass wir quasi, wenn man so will, gefangen gehalten werden. Wenn man die Nag Hammadi-Texte liest zum Beispiel oder eben auch die Schriftrollen des Toten Meers, das sind ja alte Überlieferungen, von den Gnostikern geschrieben vor ungefähr 2000 Jahren, Hinterlassenschaften. Und da wird das explizit im Detail beschrieben, ja, dass irgendwo mal eine dunkle, parasitenähnliche Entität hier in diese Welt kam und von, ich sage mal, von Geistesenergie sich ernährt, ja, eine Art Verstandesparasiteneigenschaften aufgewiesen hat, weil sie selber eben nicht manifestieren können. Das können wir. Insofern sind wir diejenigen, die für diese Entitäten, die auch, ich sage mal, Archonten genannt werden, da gibt es verschiedene Worte für, die uns im Grunde genommen, ja, manipulieren. Das ist die Welt der Matrix. In der Künstlichkeit ist eine Welt überwiegend jedenfalls der Archonten. Mhm. Und
Ähm, wenn wir jetzt auf diese Archonten eingehen, warum möchten die uns, also du hast schon gesagt, weil wir manifestieren können, weil wir Geisteswesen sind, aber gibt es da noch einen stärkeren Beweggrund, warum man uns gefangen halten möchte? Und die bessere Frage ist, warum lassen wir uns gefangen halten? Das sind eigentlich zwei Fragen. Ich denke, sie sind beide so wichtig, dass wir sie beantworten sollten. Ich gebe meine Version mal vor. Also es ist so, man kann im Grunde genommen, wenn man jetzt naturwissenschaftlich rangeht und nicht nur einfach die Überlieferungen 1:1 übernimmt, wie sie ja dargelegt werden durch die Nag Hammadi-Texte zum Beispiel, die machen sehr viel Sinn, sind sehr logisch, können sogar beweisführend erklären, warum die Welt so ist, wie sie ist. Aber da gibt es auch wissenschaftliche Aspekte aus der Naturwissenschaft, aus der Parasitologie zum Beispiel. Man weiß sehr genau, dass es sogenannte Protozoene gibt, die ersten Lebewesen. Proto ist ja das erste und Zoe ist Leben, also die ersten Lebewesen. Die sind ungefähr 3,5 bis 3,7 Milliarden Jahre alt. Okay? Also bevor es überhaupt etwas gab, gab es die als erstes. Und zu diesen Protozoen gehörten tatsächlich ganz bestimmte ja, Entitäten, nenne ich sie jetzt mal, ja, zu denen auch zum Beispiel die Toxoplasma gondii-Erreger gehören. Also die Toxoplasmose ja auch bekannt, ja, in der heutigen Form. Und die Frage ist natürlich, die werden wir heute nicht beantworten können. Ich kann es nicht wirklich, nicht umfassend genug, wovon die sich ernährt haben, weil es ja noch nichts da war. Es gab ja noch nichts außer sie selber, ja. Interessante Frage, lassen wir es mal. Aber irgendwann ist es insofern dazu gekommen, dass auch übrigens die Borrelien, ja, Borreliose und so weiter, ein großes Thema, auch davon abstammt, gehört zur gleichen Familie der Toxoplasma gondii-Erreger, ja, der Protozoene. Uralte Entitäten, aber mit einer Eigenschaft, die speziell eben bei den Verstandesparasiten, bei den Toxoplasma gondii-Erregern, von denen die WHO vor vielen Jahren schon, da hat man den Daten der WHO auch noch trauen können, das tue ich schon lange nicht mehr, aber das waren noch relativ gesicherte Daten, die ausgewiesen haben, dass 33% der Weltbevölkerung befallen ist von einer Hm. Toxoplasmose. Wobei man dazu sagen muss, dass es nur 1%, das sind Daten, die jetzt 20 Jahre alt sind, na vielleicht 15 Jahre, Erhebung, wo man erkannt hat und sagt, es ist wie bei HIV, wenn jemand AIDS hat, dann ist es noch nicht ausgebrochen. Also wenn es ausgebrochen ist, dann wird es gefährlich. Aber bei sehr vielen, über 80, 90%, ist es nur da, ist es nachweisbar, aber noch nicht ausgebrochen. So ähnlich kann man das auch sehen. Also 33% glaubt man diesen Daten der Weltbevölkerung. Übrigens in Österreich und Deutschland sind 60%. 60% der Bevölkerung. Unfassbar, oder? Die befallen sind davon, aber eben nur aktiv 1%. Mit all diesen klassischen Eigenschaften, die man kennt, dass man wesensverändert ist gegenüber dem, was man normalerweise vorher war. Und das ist ein großes Thema. Also es sind Verstandesparasiten, ganz offensichtlich. Die, auf die zweite Frage von dir, meine Antwort ganz offensichtlich, und das ist, denke ich, wirklich offensichtlich und nachweisbar, brauchen sie dunkle Energien, die Energien des Schmerzes, der Trauer, der Angst, des Hasses und so weiter. Weil sie versetzen uns tatsächlich in diese Lage, sie könnten uns ja auch glücklich machen. In eine Erleuchtung führen zum Beispiel, das tun sie aber nicht. Ja, sie setzen alles dran, um uns tatsächlich, ich sag mal, eben zu zombifizieren, so kann man das nennen. Ja, nur wenn man sich nur die Eigenschaften anschaut, will da nichts hineininterpretieren, das sind die Eigenschaften. Und die Parasitologen bezeichnen das auch genau so. Ich bin einem Parasitologen begegnet, der für die Regierung gearbeitet hat, für das Ministerium in der Schweiz. Darf ich jetzt keinen Namen nennen, weil man den noch kennt. Der hat sich genau mit der Thematik auseinandergesetzt. Einer der intelligentesten Menschen, dem ich hier begegnet bin. Und der sagte mir damals im Vertrauen, sagte er, was wir im Mikroskop gesehen haben, im Verhalten dieser Entitäten, ja, ist so, dass sie uns immer voraus waren, als ob sie unsere Gedanken, unsere Absichten erkennen konnten, egal was wir uns haben einfallen lassen, sie waren immer einen Schritt schneller, sie waren immer einen Schritt intelligenter als wir. Also es war dann irgendwann so gruselig, dass dieser Spezialist irgendwann nach vielen Jahren aufgehört und gesagt, ich gebe auf, ich kann nicht mehr. Das ist ein so gruseliges Thema, dass es zu Recht im Grunde genommen in der Weltöffentlichkeit nur schwer oder schwach beleuchtet wird, obwohl, ich meine,
Ich bin jetzt so mutig und rede da so offen drüber. Ich hätte dieses Gespräch vielleicht gar nicht geführt in der Form mit meinen Antworten, die jetzt schon von mir gegeben wurden. Ich möchte gleich etwas Erleichterndes geben, weil es ist ein unfassbar düsteres Thema. Ich bin nun seit über 20 Jahren genau in dem Thema auch drin und habe mich auch mit den Forschungsstudien und mit den Professoren auseinandergesetzt, die ihr Leben lang genau das erforscht haben. Ja. Und allen voran ist einer der weltführenden, Professor Fegal von der Universität Prag, der auch schon im deutschen Fernsehen in Dokumentationssendungen genau das bewiesen hat, was ich hier gerade erzählt habe. Ja, also es ist keine waghalsige Herleitung von mir, sondern das ist die Darstellung von Fakten. Aber um zum Guten zu kommen, und letztlich wollten wir auch darauf hinsteuern in unserem Gespräch, unserer Aufklärung, ähm, ist es so, dass vor ungefähr 10 Jahren etwas entdeckt wurde, was die Verstandesparasiten, bleibe ich mal bei den Achotten, für mich ist das Gleiche, ob nun Toxoplasmose, ja, also Toxoplasma gondii, Erreger, so heißen sie ja, oder eben die Achotten, für mich gleich. Okay? Es sind Verstandesparasiten. Dass man tatsächlich etwas gefunden hat, was sie sozusagen aus dem Körper entfernt. Ja? Mhm. Ich will ja nicht von Töten sprechen, weil die sind ja in einem Zustand wie bei Viren genauso. Die sind da oder nicht da, lebendig oder nicht lebendig. Also man weiß nicht so genau, in welchem Zustand sie sind. Ja? Deswegen kann man hier auch nicht von Töten sprechen. Aber aus dem Körper sozusagen verbannen, das war bisher unmöglich. Es hat unfassbare Anstrengungen gegeben, mit irgendwelchen Medikamenten oder irgendwelchen Möglichkeiten, Verfahren, diese Entitäten aus einem befallenen Körper zu holen. Ich habe es Mhm. eben erzählt von dem einen Parasitologen, der also irgendwann das Handtuch geschmissen hat, weil er sagte, egal was wir gemacht haben, wir haben die intelligentesten Dinge genommen, Substanzen mit Elektroschocks gemacht, was auch immer alles, ja, hat mir so eine Liste aufgezählt, sagt er, also eigentlich hätte das alles funktionieren müssen, hat nichts funktioniert. Also es war frustrierend. Ja, und über so frustrierende Dinge will man ja eigentlich nicht so gerne reden. Und warum ich das jetzt tue, ist, weil es wurde etwas entdeckt. Ja, in diesem Falle wurde es entdeckt von einer Universität aus Brasilien. Nein, aber gar nicht richtig, nicht aus Brasilien, aus dem Iran, aus Teheran, glaube ich. Das waren die ersten, die es entdeckt haben. Und zwar eine Substanz, eine Pflanze, eine syrische Steppenraute, wie sie genannt wird. Syrien und Iran ist ja nun relativ Mesopotamien früher gewesen, ja. Man kannte diese Substanz übrigens pharmakologisch gesehen als eine Steppenraute eben und das sogenannte Soma. Soma wird in den Upanishaden und in den Veden erwähnt, 4.000, 5.000 Jahre altes Wissen, wo es dann hieß, die Götter tranken Soma und wurden unsterblich. 20, 30 Mal wird das wiederholt in den Veden. Soma. Mhm. Keiner wusste so genau, was Soma wirklich ist. Aber Soma ist tatsächlich, das haben diese Leute aus Teheran rausbekommen, Pharmakologen, ja, tatsächlich, entspricht der syrischen Steppenraute. Also das ist sozusagen eine Pflanze, ein Gestrüpp, was ganz bestimmte Enzyme hat. Ich könnte sie jetzt nennen, tue ich auch mal kurz für diejenigen, die vielleicht auch da nochmal dran interessiert sind. Das sind Beta-Carboline und Beta-Carboline speziell, die in der syrischen Steppenraute drin sind und die so wirkungsvoll sind, dass sie die negativen Entitäten aus dem Körper verbannen. Harmin, Nohamin und Harmelene. Also diese drei sind es. Und die haben die Leute entdeckt, diese Wissenschaftler, und sie aus dem Körper der Befallenen befreit. Das heißt, das erste Therapeutikum ist diese syrische Steppenraute. Die Götter tranken sie und wurden Mhm. unsterblich, so hieß es so schön. Ich meine, das ist schon ein großes Geschenk. Und das Ja. Schönste daran, Jacqueline, das Schönste daran ist, habt ihr weiter geforscht, das Wissen ist ungefähr 10 Jahre alt. Seitdem weiß man das. Ja? Ich habe es mit meinem Buch Der verratene Himmel in der Erstausgabe noch gar nicht drin gehabt. Das Buch war draußen. Und einen Monat später, nachdem es veröffentlicht gab es diese Studie. Dann habe ich noch einen Nachtrag ins Internet gestellt, dass die Leute nicht sagen, nun habe ich es gerade gekauft, da steht es nicht drin, jetzt will er nur eine neue Ausgabe, nochmal Geld verdienen und so weiter. Ich habe gesagt, pass mal auf, ich schenke euch diesen kompletten Part, ein komplettes weiteres Kapitel darüber, 20 Seiten oder so mit diesen Studien und ihr könnt es kostenlos im Internet abladen. In den Ausgaben, es gab glaube ich 7 oder 8 Ausgaben davon, Auflagen, in den Folgen ist die Studie natürlich drin. Mit der wunderbaren Besonderheit noch, dass tatsächlich wir selber in der Lage sind. Wir müssen jetzt nicht die Vorräte, es gibt gar nicht so viel auf der Welt,
von dieser syrischen Steppenraute, die wir eigentlich bräuchten. Aber wir sind selber, Jacqueline, in der Lage, im Zustand der Freude, wenn es echte Freude ist, diese Beta-Carboline zu produzieren. Deswegen komme ich als Schlusssatz in meinem Buch auch zu der Erkenntnis, zu der Aussage, zweimal oder dreimal täglich 5 Minuten in den Zustand der Freude gehen und wir haben keine Probleme mit Verstandesparasiten. Mhm. Das heißt, einerseits wurde uns eine kostbare Pflanze geschenkt, so als physisches Mittel hier auf dieser Erde. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, aber das viel, viel Wichtigere ist, eben selbst die Initiative eigentlich in wieder Selbstermächtigung, in Eigenverantwortung zu gehen. Und auch wenn es einem schlecht geht, auch wenn nur man gerade an einem tristen Punkt in seinem Leben ist, versuchen, Dinge zu finden aus seiner Seele heraus, die einem Freude machen, die einen in einen Zustand der, ich sage jetzt mal, Ekstase, Lebensfreude, des Lebensfluss setzen. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ja, Jacqueline, und du hattest es auch ganz am Anfang schon als Frage formuliert, nämlich in der Art, warum lassen wir das mit uns machen? Ja. So ähnlich hast du es ja formuliert. Es geht ja Mhm. jetzt in die gleiche Richtung nochmal bei dir. Ähm, Der Vergleich ist, glaube ich, am deutlichsten zu erkennen, indem ich einfach das Beispiel nehme eines Suchtkranken, ein Alkoholiker oder ein Spielsüchtiger. Alle Süchte haben etwas gemeinsam. Wenn Sie davon betroffen sind, lehnen Sie es, Sie leugnen das ja. Sag mal einem Alkoholiker, du bist ein Alkoholiker, dann fängt er an, wütend zu werden. Sag ich doch nicht. Ich trinke doch nur ein Schnäpschen oder ein Bierchen und dieses Chen hinten dran. Ja? Also da ist der blinde Fleck, wie man in der Psychologie sagt, dominierend. Okay? Und das ist bei allen Süchten der Fall. Und diese Süchte haben pardon, die gleiche Eigenschaft, tatsächlich diesen blinden Fleck darzustellen, wo sich die Entitäten quasi schützen, sich selber schützen, damit wir sie nicht erkennen. Also das ist etwas, wo du Leute, die befallen sind, und ich kenne solche Fälle bestens natürlich, die eine Toxoplasmose haben. Sie sind von völlig normalen Menschen. Ich bringe ein Beispiel, ich glaube, es ist stellvertretend für alle anderen. Mich rief vor einigen Jahren ein Leser an, sagte, Herr Bröers, ich habe Ihr Buch gelesen, jetzt ist es meiner Frau passiert. Die liegt im Krankenhaus mit einer Toxoplasmose und wir sind 20 Jahre verheiratet. Es war eine wunderbare Ehe. Ich kenne diese Frau in- und auswendig. Wir lieben uns. Es gab zwar hier und da mal Dinge, aber sie sagte, ich kenne niemanden so gut wie meine Frau. Von heute auf morgen habe ich sie nicht mehr erkannt. Sie war so Mhm. wesensverändert, dass ich schon auch zum Psychiater gegangen bin und so weiter und so weiter. An Schizophrenie dachte, Besessenheit, da gibt es ja viele Dinge. Geht aber auch in die ähnliche Richtung übrigens, wenn wir von Ja. Besetzungen sprechen. So ist er auf mich zugekommen und dann ging es darum, dass ich ihm natürlich genau diese Geschichte erzählt habe mit der syrischen Steppenraute. Und weil es ist in dem Falle schwierig, und das ist auch Teil dieser Antwort auf die eben gestellte Frage, warum wir uns das gefallen lassen. Du bist in dem Moment, wenn du Befallener bist, nicht in der Lage, das zu tun. Du wehrst dich sogar. Und ich schilder den Fall weiter, wie er mir geschildert wurde. Der rief mich dann jeden Tag an und sagte, Herr Bröers, das Problem ist, meine Frau hat mir das aus der Hand geschlagen. Ich habe ihr diese Steppenraute zum Trinken gegeben und habe ihr zugesprochen, habe sie angefleht. Und die wurde sowas von aggressiv und hat den Becher weggeschmissen. Sagt er, ich kann mit dieser Frau, aber mit meiner Frau nichts machen. Was mache ich bloß? Und also das ist wirklich dieser innere Kampf, den du hast. Wenn jemand wirklich besetzt ist, dann ist er gar nicht in der Lage, das zu sein, wer der andere eigentlich ist, der diesem Körper eigentlich, dem er gehört, ja. Und aber der Ausweg ist tatsächlich nicht nur im Allgemeinen gegeben, im Speziellen auch. Das ist gut ausgegangen übrigens. Die Frau hat es dann irgendwann geschafft, dass er so lange mit ihr geredet hat, sodass sie sich doch ab und zu mal an gute, schöne Dinge erinnern konnte. Und dann war sie bereit, es zu trinken. Ja, und sie ist dann tatsächlich nach diesem Getränk, nach 2 Tagen, aus dem Krankenhaus geheilt entlassen worden und war wieder sie selbst. Das ist ein schönes Beispiel dafür, auf die Frage, die du gerade Ja. gestellt hast. Ja, aber Dieter, jetzt komme ich zu einem Punkt. Jetzt werden viele Zuseher denken, wow, ja, zum Beispiel der in meiner Familie, das fühlt sich so an, als ob der auch vielleicht, ich nenne es jetzt mal besetzt ist, ja, so. Mhm. Ähm, Oder viele sehen jetzt dieses Interview und können nichts damit anfangen. Wie
Wie kann man hier wirklich ganz bewusst unterstützen? Wenn du schon sagst, die Frau, die hat das immer weggeschmissen. Wie viele Menschen haben wirklich hier die Power oder dann auch die Geduld vielleicht oder das Wissen überhaupt, dass man das dann durchzieht, um den anderen zu unterstützen? Was ist hier dein Tipp, dein Ratschlag für viele Menschen, die jetzt hier zuschauen werden und sagen, Genau. ich bin hilflos? Also alleine schon mal, um rauszukriegen, ob das sich um eine kranke Person handelt, weil es ist eine definierte Krankheit. Eine Toxoplasmose ist eine definierte Krankheit, wie ich sie eben geschildert habe. Okay, und medizinisch nachweisbar. Über eine Blutuntersuchung geht das sehr schnell und so weiter. Also ein großes Thema und sehr gut erforschtes Thema. Aber um es ganz schnell rauszukriegen, ohne da irgendwie dieses ganze Prozedere im klinischen Bereich absolvieren zu müssen, ist, sofern jemand überhaupt noch zuhört, ansprechbar ist auf das Thema, ist er noch nicht befallen, noch nicht in der Form. Kann latent schon sein, wie ich gerade sagte. Statistisch gesehen ist es jeder Zweite, sogar im deutschsprachigen Raum zumindest. Ja, weltweit sind es ja nur 33%, nur ist gut. Aber gut, aber wenn jemand dafür noch offen ist und auch sagt, na, bei mir ist garantiert nichts, ja, dann wird das aber der Fall sein, dass man sagt, okay, lass uns doch alle einfach auch nur mal sicher gehen und sagen, lass uns doch diese Beta-Carbonine selber produzieren, indem man tatsächlich so oft wie möglich in den Zustand der Freude geht. Das ist doch eine Win-Win-Win-Situation, weil Freude will man doch sowieso haben. Mit der Freude wird das Immunsystem aufgebaut. Mit der Freude lässt sich die Welt besser leben. Und wir strahlen Frequenzen aus, die die anderen, die nicht in der Freude sind, sogar miterheben. Also eine Triple-Win-Situation, wenn ich noch mehr fahre. Also das ist die Antwort auf die Frage, einfach zu sagen, okay, lass uns doch mal testen. Wie reagierst du, wenn ich einen Verdacht habe, irgendjemanden im Freundeskreis, Familienkreis, der vielleicht schon befallen sein konnte, aber ich sage mal, aktiviert. Ja, nicht nur die latente Phase, sondern schon die aktive Phase. Wenn sich jemand wirklich militant wehrt, also was heißt militant, wenn er aggressiv wird, wenn man nur sagt, warum muss das nicht mal anschauen, dieses Thema, ja, nur anschauen reicht ja schon, dann wirst du sofort merken, ähm, dass das in einer auffälligen Weise negativ-aggressiv behandelt wird oder reagiert wird. Und dann ist es ein relativ gesichertes Zeichen dafür, dass da was ist. Genau wie ein Suchtkranker, ja, oder ein oder ein Süchtiger überhaupt sofort aggressiv wird, wenn man ihn darauf anspricht, auf seine Krankheit. Ja. Und das ist ein Erkennungsmerkmal, auch hier, wenn man diese Person, die man da im Verdacht hat, sich selber vielleicht auch. Nur damit ist die Frage nochmal anders beantwortet. Wenn ich mich selber jetzt, die Zuschauer, um das Thema kümmern und jetzt nicht sofort ausschalten und sagen, um Gottes Willen, dann sind das im Grunde genommen die, die jetzt einen Motivationsgrund mehr haben sollten, einfach Mhm. mal so oft wie möglich ein bisschen öfter in den Zustand der Freude zu gehen. Mhm. Oder die syrische Steppenraute öfter mal als Reinigung auch zu nehmen. Ja. Wow, also erstmal schon mal vielen, vielen Dank, Dieter, für diese Erkenntnis. Vor allem eben, es ist ja wirklich ein Thema, das nicht in der Öffentlichkeit so wirklich besprochen wird oder sehr tabuisiert wird und Ja, alle möglichen anderen Dinge dann immer als Vorwand gegeben werden, aber dass das einfach so nahbar, so greifbar ist und auch so weit verbreitet und es letztendlich ja wiederum eine relativ einfache Möglichkeit gibt, hier wirklich in die Heilung zu kommen, ja, durch durch unseren eigenen Willen, durch unsere eigene Freude, ist ja wieder auch zusammengefasst zu sagen, wie kraftvoll wir mächtig sind, wenn wir wirklich, wirklich in die Heilung kommen wollen, wenn wir uns wirklich, wirklich Themen anschauen möchten, dass die Mittel da sind, dass wir nicht irgendwie abhängig sind von irgendwelchen großen Institutionen, sondern dass die Heilung so sehr, ja, in unserem eigenen Feld liegt. ja. Ja, und vor allen Dingen auch die Maßnahmen, die wir alleine prophylaktisch schon ergreifen können, ähm, sind ja wichtig. Also nicht nur einfach die Aufforderung, so oft wie möglich in den Zustand der Freude zu gehen. Ich meine, das ist ja nur kein Hexenwerk, so was zu tun, ja, sondern eben auch, darauf zu achten, dass man sich nicht vollmüllt mit Dingen, die uns traurig oder sogar Angst machen, ja? Weil genau das ist ja der Nährboden der dunklen Seite. Wir reden so ein bisschen im Allgemeinen im spirituellen Bereich von der dunklen Macht oder der dunklen Seite. Das sind hier aber knallharte Fakten, über die wir reden. Und das ist der Nährboden, das Potenzial, wo wir sehr leicht empfänglich sind für die
diese Entitäten, die sich von unseren negativen, was heißt negativen, von unseren Energien der Angst ernähren. Ja. Vielen Dank erstmal, Dieter. Wir sehen uns jetzt gleich im zweiten Interview, wo wir gleich noch mal mehr ins Detail von der Matrix einsteigen werden.